Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge Video im Thema Diamond Painting. Ich bringe hier immer dienstags ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelprojekten. Ja, die Woche ist schon wieder vorüber und ich habe ein bisschen gepaintet. Immer abends so ein wenig, immer ein bisschen. Und ich muss sagen, ja, war nicht so viel wie das letzte Mal, aber gut. Das ist so. Trotzdem bin ich ganz zufrieden. Du siehst hier schon das erste Bild von Diapop von der Künstlerin Amaris. It's in the Bond. Und ja, das hoffe ich ja, dass ich das bis Ende des Monats fertig bekomme. Ich habe jetzt noch hier unten den Part. Ich habe 2 Felder gepaintet. Hier darfst du dich nicht wundern, das ist auch hier auf der Leinwand drauf oder auf der Folie drauf. Das sind die Markierungen, die ich mir gesetzt hatte. So groß wollte ich eigentlich immer ein Feld machen. Nur wie ich hier angefangen hatte, dachte ich dann auf einmal, ach komm, du kannst das auch splitten, weil hier ist das Fältchen nur so ein kleiner Streifen gewesen. Und dann dachte ich, mache ich das genauso groß wie das hier, damit das so ungefähr gleich groß ist einfach. Ja, ja, dann sind es noch 1, 2, 3, 4 Felder. Mal schauen, ob das bis Ende Mai noch klappt. Das hatte ich ja angefangen zu dem Event Pfote, Kralle und Co. Das Event ist aber schon vorüber. Trotzdem möchte ich das Bild gerne fertigstellen und deswegen bleibt das auch in meiner wöchentlichen Painting-Routine. Ja, aber es fehlt ja auch wirklich nicht mehr viel. Also es ist ja wirklich nur noch ein ganz klein bisschen und du siehst das hier wunderschön. Ganz toll, die vielen Sondersteinchen, die da eingesetzt sind. Also, es glitzert und funkelt. Auch die Nicht-Sondersteinchen funkeln. Was ich ja wirklich mega schön finde, ist hier das Auge und generell sein Kopf. Das kommt super schön raus, finde ich. Also generell das ganze Bild. Ist wunderschön. Ein Träumchen. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal in den Shop kommt. Es kam auf alle Fälle schon einmal wieder in den Shop rein und vielleicht kommt es wieder als Lagerbild in den Shop. Wenn ja, ich glaube, da muss man relativ schnell sein, weil auch jetzt der Restock, will ich ihn mal nennen, von dem Bild, war ratzfatz weg. Ja, aber ich kann es auch verstehen. Hätte ich es bei der ersten Online-Stellung sozusagen nicht erhalten, hätte ich es mir auch geholt im Restock. Also, oder versucht zu holen. Ob ich es gekriegt hätte, wäre ja nochmal eine andere Frage gewesen. Aber ich hätte es versucht. Ja, mal schauen. Es bleibt spannend bei dem Bild. Aber ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, weil hier unten sind so ein paar kleine Stellen, wo man so ein ganz klein bisschen Color Blocking hat. Finde ich ganz angenehm. Das ist eine schöne Abwechslung. Und ich bin auch mega hier unten auf seine Pfoten hier gespannt, auf seine Beine von dem Wolf, wie die rauskommen und wie die nachher im Gesamten einfach wirken. Genau. Ja, an was habe ich noch gepaintet? Ich habe gepaintet noch an meiner Avocado zu dem Event Happy Spring Nature. Da sind noch 3 Felder offen und man muss auch noch 3-mal die Nummer ziehen, die kommende Woche. Und dann ist die auch fertig. Ja, da bin ich auch am Überlegen. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt,
dass ich bei dem kommenden Event dann für die nächsten 2 Monate die Meerjungfrau weiter painten wollte. Aber da bin ich schon so ein bisschen ins Schwanken geraten. Denn man kann ja ein sommerliches Motiv wählen, Sommer und unter dem Meer. So ungefähr lautet es da. Und ja, ich habe ja noch andere Motive. Und die Meerjungfrau ist ja schon angefangen. Und ich habe irgendwie voll Lust für das Event wieder ein komplett neues Bild zu starten. Ja, jetzt bin ich mir nur unsicher, welches. Ich muss mal gucken, ob ich die Woche noch dazu komme. Und dann würde ich dir meine Favoriten einfach mal zeigen, vorstellen. Und ja, das dann auch noch mal so sozusagen abfragen, wenn ich dazu komme, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche. Mal gucken. Ja, man weiß ja nie, wie das Leben so spielt. Ja, auf jeden Fall möchte ich dann für das neue Event auch noch mal ein neues Bild starten. Das läuft dann auch wieder mit den Zahlen ab. Ich weiß gerade nur nicht, ich glaube, ich habe das auch noch gar nicht gelesen, ob man die Zahlen diesmal wieder selber zieht oder ob sie gezogen werden. Und wenn wir sie selber ziehen, ob dann dieselbe Regelung galt von der Zahlenabfolge wie bei diesem Bild oder ob die sich nochmal ändert. Da muss ich nochmal genau nachlesen. Das weiß ich nicht so genau. Ja. Aber die Avocado ist doch auch super goldig. Ich meine, es ist schon ein älteres Kit. Ich hatte ja gesagt, ich hatte mir das 23 gekauft. Die Qualität von Tini ist damals schon gut gewesen. Ich habe hier ein paar kleinere Lücken. Du siehst es hier zum Beispiel. Aber von weiter weg sieht man die nicht mehr. Und jetzt von den neuen Bildern hat sind bei Tini, also zumindest bei mir war es jetzt so, es sind da keine Lücken. Also ich habe das Bildchen Dreaming Girl ja gepainted von ihr, das ist ja relativ neu gewesen, relativ. Und da war gar nichts an Lücken. Und ich habe noch die Woche angefangen, Moment, ich hole es kurz mal. Dieses Bild hier von Tini. Und auch hier siehst du die neuen Steinchen. Das ist der neue Schliff zum Teil. Hier der rote jetzt nicht, aber hier der linerne dort auch nicht, aber der nebendran. Also die Steinchen liegen wirklich super. Das ist ein Traum. Genauso wie hier bei Diapop. Also klasse. Ja. Hier habe ich auch, wie du siehst, ein wenig dran gepainted. Da war ich ein bisschen traurig, weil ich habe zu dem Bild, wie ich das so vorbereite und klebe und Folie tausche und die ersten 2 Felder hier painte, ein Video für dich gemacht. Und leider, warum auch immer, ist der Ton komplett zerkratzt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Mikro gemacht habe, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich diesen Kontaktpin, was weiß ich, wie man es nennt, Stecker von dem Mikro nicht richtig drin, dass der ein bisschen locker saß. Ja, auf jeden Fall war das nichts. Und ja, deswegen kam dazu leider kein Video online. Das hier Bild, wie gesagt, ist auch von Tini Schnickschnack. Es ist von Bex AI. Die Avocado ist von Murasuki. Und dieser hier, der kleine Freund, hat 53 Farben. Den habe ich angefangen oder wollte ich eigentlich anfangen zu dem Event, ich glaube von Lila Lexi. Den Shakes vs. Bubble Tea. Aber ich habe das Bild, wie gesagt, nicht in der Gruppe
hochgeladen. Und ich glaube, mich auch nicht in der Gruppe angemeldet. Deswegen bleibt das jetzt einfach so. Und ich painte das nach Lust und Laune einfach. Es ist ja nicht so groß. Es ist 30 mal 40. Zumindest hatte ich es so jetzt in Erinnerung. Ja, hier oben stehen die Daten. Es ist 30 mal 40. Und ja, hier siehst du auch übrigens, dass das Bild 353 ist, glaube ich, von Tini Schnickschnack, also aus dem Shop. Zumindest nehme ich an, dass das so ist. Wenn nicht, korrigiere mich bitte unten in den Kommentaren. Und hier siehst du, dass die Avocado schon älter ist. Das ist die 98. Ja, oder Modell Nummer 98. Also, ja, sie hat wirklich schöne, viele Bilder. Nicht jedermanns Geschmack, auch immer unterschiedlich. Aber ich finde, ja, doch. Ja, für den Sommer fand ich jetzt den Fuchs eigentlich ganz schön. Und er ist halt, wie gesagt, nicht so groß. Es ist eine schöne Größe, finde ich in Ordnung. Ich hatte mir da auch von Tini Schnickschnack diese, ist schon ein bisschen her, diese Überraschungsbox mit den Bildern geholt, die sie erst in der Box halt verkauft hat. 3 Bilder waren das. Und dann jetzt die dann jetzt in den Shop kommen. Und da ist auch ein Meeresmotiv mit dabei. An sich mein Fall jetzt vom Motiv her nicht so, ja, aber von den Sondersteinchen und allein von der Steinchenqualität her, ja, wäre das schon ein bisschen in der Auswahl für das nächste Event von der lieben Heike hier. Das Sommermeeres-Event. Ja, mal gucken. Ich kann es ja mal dann zeigen, wenn es dich interessiert. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, du würdest diese ganze Box mal gern sehen, kann ich dir das auch zeigen. Aber wie gesagt, die Bilder sind mittlerweile im Shop drin. Ja. Also ja. Das Mystery hat mich halt gereizt. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Ne? Das war halt, naja, gut. Ja. Und dann habe ich noch an einem Bild gepaintet. Und zwar an Toffee. Toffee ist fertig. Mega. Wirklich super schön. Also, sowas Süßes. So, so schön. Ich bin wirklich begeistert von dem Bild. Du siehst hier zum Beispiel, ich hole dich mal dichter, so. Ja, da habe ich ein paar Lücken. Da habe ich keine, das war der letzte Abschnitt. Und den habe ich dann ganz fleißig mit einem großen Mehrfachaufsetzer gesetzt. Ja, so, dann muss man halt mit so ein paar Lücken rechnen. Das ist halt so. Ja, aber ich kriege das dann auch nicht hin, wenn ich bei anderen schaue, die können das dann noch schieben und schön gerade rücken und machen. Aber bei mir funktioniert das nicht. Entweder ich stelle mich dazu blöd an oder ich übe nicht genug Druck aus. Aber wenn ich dann ein bisschen fester mache, dann macht es flutsch und der Stein ist unten. Ja, na, naja gut, man kann nicht alles können. Ich bin da drin dann halt nicht so der Könner. Aber ich finde hier, das Bild ist schon super. Und auch hier oben, das Rosa sind die neuen Steinchen, der neue Schliff. Die liegen einfach super. Hier ist auch alt und neuer Schliff gemischt. Das Grün ist alter Schliff zum Beispiel. Ja, das merkt man auch, wenn man drüber geht. Hier ist eher alter Schliff und hier ist neu. Ja, sehr, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, es ist fertig. Sehr schön. Schöne Steinchen auch übrig. Ich zeige dir das gerade mal.
Ich habe letzte Woche, das sind alle Release Papers, die ich ja auf dem Bild drauf hatte. Und die, wo ich letzte Woche gepainted habe, habe ich extra in die Lasche hier getan, damit ich weiß, wie viele ich gepainted habe. Und ja, doch. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das auch überhaupt stimmt. Ich hatte hier diesen Teil. Moment, das muss ich gucken. Das war so. Die waren so hier. Hier diesen Teil, diesen Teil, diesen Teil. Ja, es passt. So. Ja. Und das habe ich dann noch gepainted. Gut. Du hast recht. Hier ist auch Color Blocking. Ja. Ja. Sehr schön. Auch der Übergang hier. Der war ein bisschen Konfetti. Aber wirklich nur ein bisschen, weil da war dann immer abwechselnd der Stein, dann der Stein und der Stein. Das sind 3 Farben hier ineinander. Hier sind sogar noch ein paar mehr, weil der Henkel noch dazu kommt. Und genauso wie hier dann. Hier sind es auch dann 3 Farben in dem Übergang im Hintergrund. Die Sondersteinchen hier jetzt nicht mitgerechnet, sondern wirklich nur ganz normal. Ja. Was mich ein bisschen irritiert, ist dieser Stein. Moment. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich dir das gut zeigen kann. Dieser. Irgendwie finde ich, der passt da nicht so ganz gut ins Bild. Die Katze hat da einen kleinen Leberfleck. Ja, aber nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich hätte ihn austauschen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe geguckt, ob ich es richtig gepainted habe. Also ich habe noch mal drunter geguckt, ob das auch die richtige Farbe war und ist. Und es ist die richtige Farbe. Aber wie gesagt, ja, es ist ein kleiner Punkt. Ja, und dann habe ich hier geschaut und wenn man ganz genau hinguckt, ist hier, ups, so siehst du es vielleicht eher dort, auch ein kleiner Punkt. Und dann dachte ich, naja gut, das passt ja dann schon wieder. Ja. Das Mäppchen hier hatte ich noch für meine beiden Farben. Das waren noch die 2 Hintergrundfarben. Die hatte ich nicht in das System komplett reingekriegt. Deswegen habe ich immer so Mäppchen, wo ich dann mir die Legende mit reinmache und dann die Beutelchen. Und dann sind die hier am Start. Das ist auch immer unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe auch so, jetzt für den Fuchs habe ich jetzt das, obwohl ich die kleinen Mäppchen einfach lieber habe. Vielleicht räume ich auch den Fuchs um. Der hat ja auch hier noch ein paar Steinchen übrig. Das hatte ich ja alles im Video erzählt, aber gut. Ich trauere immer noch. Aber was soll's, kommt ein neues. Auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall bin ich mega froh, dass das Bild fertig ist. Ja, und es kommt so schön raus. Ich bin so glücklich, dass ich das mit dir zusammen sozusagen ausgesucht habe. Ich schätze, sonst hätte es noch ein bisschen gelegen wahrscheinlich. Ja, und so wie ich das Bild mit dir zusammen ausgesucht habe, möchte ich auch das nächste Bild für das Event aussuchen. Ich meine, ja, ich treffe eine kleine Vorauswahl, aber dennoch dachte ich, dass das doch ganz spaßig ist. Ich meine, dann siehst du innerhalb von 2 Monaten, wie das Bild wächst. Ich fand jetzt die Größe hier einen Ticken klein in Anführungsstrichen, aber wenn ich dann sehe, dass ich hier weiter painten konnte, dass ich hier painten konnte, ist es doch gar nicht so schlecht. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. Also, ja. Genau. So, dann ist hier das System wieder frei. Und hier siehst du, ich habe noch Steinchen übrig. Du siehst auch hier, da sind manchmal so, ja, das sind meine kleinen Müllsteinchen. Ich mache die entweder in das Döschen hier rein
oder Shame on me auf dem Boden. Also auf meinen Teppich. Ja, ne? Ach, das war auch dem letzten. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da hat mein Mann erst barfuß gelaufen. Also meine Kinder und mein Mann laufen halt viel auf Socken, barfuß halt. Im Sommer barfuß und sonst halt auf Socken. Und ich bin jemand, ich habe immer so, ja, ich habe halt Schlappen an. Also mir ist das super selten, dass ich mal ohne Schlappen dann im Haus rumlaufe. Ja, und irgendwann hat mein Mann gesagt, er hat so Schmerzen unten an der Fußsohle und er weiß gar nicht, woher das kommt. Ja, da habe ich gesagt, ja, dann guck doch mal, mach doch den Socken aus. Sagt er, ja, ich sehe da aber nichts. Und dann hat er den Socken ausgezogen und ich habe geguckt, da hat er so ein super spitzes Steinchen mit dem neuen Schliff direkt an der Fußsohle halt gehabt und direkt hier vorne sozusagen an den Ballen von den Zehen. Ja, und da den Socken halt drüber gezogen. Und da ist er den ganzen Tag mit dem Steinchen da rumgelaufen. Dass das irgendwann wehtut, dachte ich, ja, das könnte ja durchaus sein. Ne? Damit muss er leben. Ja, naja, ist halt so, ne? Ja, Toffee ist fertig. Die Aufbewahrung wird frei. Den Fuchs, dachte ich, zeige ich dir auch noch mal kurz. Diese schöne Aufbewahrung. Und die ist hier mit dem schönen Diamanten drauf in Petrol. Den konnte man sich in der Farbe aussuchen. Also es waren verschiedene Farben zur Auswahl. Und ich hatte Petrol genommen. Und das Besondere hier an der Aufbewahrung ist, dass es einzelne Döschen sind. Ja, sehr schön, super praktisch, stehen, klasse. Die Aufbewahrung hier habe ich aus dem Etsy-Shop von Sanio, der YouTuberin hier. Die hat auch einen kleinen Etsy-Shop, wie gesagt, und da sind die Aufbewahrungen drin, sind auch noch, ich glaube, noch 1 oder 2 andere Aufbewahrungen drin. Und sie macht auch so schöne, ja, Taschenanhänger, Schmuck, Armbänder und Stifte macht sie auch selbst. Also sehr, sehr schöner Shop. Ja, und da habe ich dann halt jetzt den lieben Fuchs drin. Ja, das war es eigentlich auch schon. An den Sachen habe ich gepainted. Und das war meine ganze Painting-Woche. Genau. Ja, du kannst mir ja gerne mal schreiben, was du gerade paintest, wie deine Woche war. Ob alles so gelaufen ist, wie du gedacht hast, oder ist irgendwas vielleicht schief gegangen, so wie bei mir jetzt mit dem Video zum Beispiel. Ja, ich würde mich da freuen, von dir zu lesen, als her damit. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag, genieß die Zeit, mach's gut. Tschüss!